Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Inside Wunderlich. Es geht heute um den Sommer. Summer Vibes, die kommen 2022 ja zum Glück früh genug und wir wollen natürlich das Motorradfahren auch im Sommer genießen. Kurze Touren machen, einfach mal nur übers Wochenende einen Abstecher. Und was braucht man dafür? Am besten eine Möglichkeit, um all das, was man eben auf dieser Kurzreise braucht, auch mitzunehmen. Es sollte einen allerdings eben nicht beim Fahren groß behindern und ich sag mal, diese Freiheit und das Freiheitsgefühl weiterhin transportieren. Zwei Experten habe ich mir da mal mitgenommen, die ganz genau eigentlich wissen, was wie wo zu verbauen ist und wie auch die Dinge miteinander kompatibel sind. Heute sind wir mit einer 90 unterwegs, mit einer R18 und einer GS 1250. Und sowohl der Paul, den kennt ihr schon aus der Entwicklung, der ist mit dabei. Hallöchen, schön, dass du mitgekommen bist. Und natürlich auch Herbert Schwarz, der Brandmanager der Firma Wunderlich. Wir haben heute eine extrem entspannte Tour miteinander verbracht auf den unterschiedlichsten Charakteren von Motorrädern, haben auch die unterschiedlichste Art und Weise eigentlich gewählt, unsere Dinge entweder mitzunehmen in einer etwas voluminöseren Art und Weise oder sehr spartanisch unterwegs zu sein, wie Herbert zum Beispiel. Oder meine 90, die ich gerade so ein bisschen als kompaktere Version sehe von dem, was mir auch wirklich gut gefällt, was ich sehr sportlich bewegen kann und irgendwie so ein bisschen Kaffee-Racer-Charakter hat. Kommen wir aber erstmal zu der GS. Du hast da einiges verbaut, beziehungsweise die Firma Wunderlich ist dafür bekannt, dass sie für die GS eigentlich alle Möglichkeiten bietet. Und jetzt für den Sommer hast du dir was ausgesucht? Um möglichst wenig dabei zu haben und möglichst viel Wind zu spüren hier im Sommer, habe ich mir das Flowjet montiert. Das Flowjet ist die kürzeste Variante, die wir an Scheibe für die GS anbieten. Und die bietet mir maximalen Winddruck auf Helm, auf Oberkörper, auf Arme. Das ist pur. Es ist quasi ein Hauch von nichts. Ja. Ne? Und das lässt sich hier bei uns auf den Landstraßen super bewegen. Ne? Ich spüre einfach alles. Ich meine, der Vorteil einer großen Scheibe natürlich bei weiten Reisen, der ist nicht zu missachten. Das habe ich auch schon gespürt, das ist dann ideal. Aber wenn du natürlich mit solch einem Motorrad unterwegs bist und weißt, du fährst nur den Tag oder über mehrere Tage nur kurze Strecken, dann ist es eben schöner, dass du nichts im Blickfeld hast und freie Sicht in die Natur. Logisch. Auf der Tour, da montiere ich mir eine Marathonscheibe drauf und fertig. Ne? Dann habe ich maximalen Schutz. Ne? Marathonmäßig bist du jetzt nicht unbedingt unterwegs, was dein Gepäck angeht, aber ich habe heute schon gesehen, warmer Tag, Trinkrucksack hast du auch mit dabei. Genau. Ich habe dich ein bisschen beneidet während der Fahrt, weil du es eben variieren konntest und ich mir gedacht habe, ja okay, wäre auch nicht schlecht jetzt in dem Moment. Gibt es von der Firma Wunderlich auch, wusste ich bisher gar nicht. Genau, Trinkrucksack mit Trinkblase drin, 2 Liter gehen da rein und ich konnte mir halt immer einen Schluck genehmigen. Ne? Aber wir sind ja jetzt hier am Gasthaus, da gibt es für euch auch noch was. Werde ich auch versorgt. Kein Problem. Jetzt haben wir eigentlich bei der GS ja viele Variationen und auch der unterschiedlichen Größen der Taschen. Also es gibt ja da eben von der Firma Wunderlich für die ganz lange Reise eben dieses Volumen dann deutlich mehr. Wie sieht es jetzt bei dir genau aus, wenn du es benennst? Ich habe hier Tank-Seitentaschen montiert. Das ist ein Paar, da gehört das Nötigste rein. Schlüssel, Handy, Portemonnaie, diese Kleinigkeiten, die ich einfach so mitnehme. Ne? Außerdem habe ich den Tankrucksack Sport montiert. Den kann ich ganz schnell abnehmen. Der hat einen kleinen Griff, den nehme ich jetzt gleich mit ins Gasthaus rein. Hat auch so ein bisschen den Vorteil, den merkst du eigentlich bei der Fahrt nicht. Also selbst, ich meine, du bist relativ groß gewachsen, bei mir mit meinen 1,74. Wenn ich den hohen Tankrucksack habe, dann fühle ich mich fast eingeengt, weil ich mich gar nicht so nach vorne beugen kann und so. Die Variante und das Volumen da drin ist auch gigantisch, also davon mal abgesehen. Der stört überhaupt nicht. Ja. Genau. Sonnenschutz habe ich montiert fürs TFT-Display, den Blendschutz. Außerdem habe ich hier für die Tour jetzt meine Helmsicherung montiert. Ich kann jetzt gleich meinen Helm hier einfach draußen hängen lassen am Motorrad. Auch praktisch, muss nicht damit in die Gaststätte poltern. Ja. Muss damit nicht rumlaufen. Wird mit dem Fahrzeugschlüssel abgeschlossen, unter der Sitzbank verriegelt. Ganz einfache Sache. Außerdem habe ich hier hinten noch die Drybags montiert. Auch ganz kleine Taschen,
wie gesagt, fürs Nötigste, kleines Pannenkit, sonst was. Dryback ist so nebensächlich gesagt, aber die sind wirklich wasserdicht. Ne? Also das ist ja, da kannst du reinmachen, was du willst. Das da ist kommt die kein Endstufe. Tropfen hin. Genau, das ist die Endstufe, ja. Habe ich nämlich auch schon erfahren bei der Iron Butt Challenge. Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, da durfte ich die zum Glück fahren und alles kam trocken an. Aber ich habe mir zwischendurch auch gedacht, okay, die Wäsche kannst du erstmal einen Tag trocknen. Es ist sensationell. Also diese Drybacks aus eigener Erfahrung, die funktionieren. Genau. Niedrige Fußraste außerdem, ohne Gummi hierbei, um einfach das Motorrad bei den Landstraßen hier direkt zu spüren. Ne? Ich habe eine direkte Verbindung auf der Aluminiumfußraste, dann in Verbindung mit der Lenkererhöhung natürlich. Hier optimales Handling und für meine Größe perfekt. Also Ergonomie bei deinen, ich glaube, du bist so 1,85? 1,89. 1,89, okay, Ja. noch größer. Für mich ist das ist ideal, ne? Genau. Also, und du musst es auch so ein bisschen anpassen. Ich meine, wir haben ja schon darüber gesprochen. Bei mir, wie gesagt, 1,74, ich springe auf alles drauf, irgendwie passt das schon. Lenkererhöhung fällt mir bei allen Motorrädern sehr positiv auf, auch bei der 90, die ich jetzt gefahren bin, mega schön. Aber bei dir ist es eigentlich fast so ein Must-Have, um dann eben in diesen Charakter zu kommen, wo du dich perfekt fühlst. definitiv. Du sitzt ganz anders auf dem Motorrad drauf. Ne? Apropos Sitz, ich habe die Wunderlich Sitzbank drauf mit Thermopro-Bezug. Der Thermopro-Bezug, der wird nicht so heiß wie ein Standardbezug. Hier bei unserer Sonneneinstrahlung Ja. und Temperaturen im Moment ist das manchmal echt heavy, wenn wir jetzt gleich wieder draufhüpfen. wieder drauf hüpfen, Ja. dann habe ich hier eine niedrigere Temperatur, als das standardmäßig der Fall war. Ich sag mal, bin kein Fan davon, auch mal in einer Jeans unterwegs zu sein, wirklich nicht. Aber wenn das so der Fall ist, und das wird jeder zu Hause kennen, wenn du dann auf die Sitzbank drauf gehst, dann zuckst du den ersten Moment auch gerne mal wieder hoch, wenn das Motorrad lange in der Sonne stand. Weitere Dinge, die da jetzt noch verbaut sind, oder ist es so, dass du mit diesem Setup jetzt erstmal gereist bist? Ich meine, kleine Anbauteile sehe ich jetzt auch, bin ich ganz ehrlich, also Blinkerschutz etc. aber das ist, glaube ich, zu sehr ins Detail für die eigentliche Sommerversion, die wir gerade mal so ein bisschen vorstellen wollen. Genau, richtig. Da gibt es auch den Hinweis hier wieder unter dem Video, einen Link, einfach verfolgen. Da seht ihr dann alle Teile aufgelistet, die wirklich an diesem Motorrad mit dran sind. Für uns ist es extrem wichtig, dass diese Kompaktheit und natürlich auch die Integration aller Teile miteinander so schön harmonisiert, wie wir es da bei dem Motorrad sehen. Ein Prachtstück. Also ich find GS finde ich sensationell, hat einen ganz anderen Charakter. Macht immer eine gute Figur. Ganz genau. Wie das, was wir hier gerade sehen. R18, Herbert. Du bist damit unterwegs und strahlst. Du hast eine gute Zeit gehabt, auch wenn es ein ganz anderer Charakter ist, wie man das vielleicht gewöhnt ist. Also ich habe mir heute die 18 einfach mal ausgesucht, weil ich wissen wollte, was kann man mit dem Motorrad machen, was kann man mit der GS machen, weiß ich mit anderen Modellen, aber mit der A18, gerade jetzt speziell auch unser Umbau mit dem Trackbar-Lenker, mit der Verkleidungsscheibe und dem kleinen Sport-Windschild, das ist was ganz anderes. Und als ich hinter euch hergefahren bin, wir hatten ja schön kurvige Strecke, musste ich dann doch sagen, ja. Also Hubraum ist toll, aber es ist nicht alles. Ein paar PS mehr hätte ich brauchen können, um wirklich sauber dran zu bleiben. Und vielleicht einen etwas kürzeren Radstand. Das Ding ist schon wirklich lang, hat aber vom Design her es getroffen. Also ich muss ehrlich sagen, die Kombination zwischen dem etwas älteren Look, dem gleichzeitig einfließenden sportlichen und dem sensationellen Technikpaket, was man dafür bekommt. Es ist eben ein Knopfdruck und man ist damit unterwegs. Frage ist, wie lang? Man ist eigentlich nicht gewohnt, von diesen Motorrädern bequem zu sitzen. Du hast den Lenker gerade schon angesprochen. Wir haben aber an dem Motorrad auch noch, soweit ich weiß, eine Sitzbank, die angepasst wurde, beziehungsweise es verschiedene Varianten gibt und Fußrasten. Ja, also wir haben hier jetzt auf jeden Fall den Schwingsattel Rockbob. Das ist ein ganz anderes Sitzen, als man normalerweise auf der R18 erwartet. Das ist schon toll. Komfort. Es ist Man möchte es fast so sagen. Und die R18 an sich, jetzt bei uns ist ein Fahrwerk von Wunderlich verbaut. Das macht das Ganze schon sehr entspannt. Bei der Serienversion ist es schon relativ hart und man bekommt eigentlich jeden Schlag
jeden Kanaldeckel, alles ziemlich direkt in die Wirbelsäule. Der Schwingsattel federt da schon einiges ab. Also selbst wenn man sich jetzt das tolle Federbein hinten nicht gönnt, bringt der Schwingsattel ein ganzes Stück weiter. Gleichzeitig weiß ich auch wieder aus eigener Erfahrung, und das zieht sich ja auch so ein bisschen durch alle Modelle durch, es gibt den auch in verschiedenen Höhen. Das heißt, ich habe einen anderen Winkel, je nachdem wie ich sitze. Das geht, glaube ich, schon über die Federn, ne, die dann Über die Federn und aber zusätzlich 3 verschiedene Bezüge, Leder in 2 Farben oder in Kunstleder, was man da eben bevorzugt. Individualisieren wie immer. Fußrasten sind in dem Fall, glaube ich, sogar etwas tiefer, was extrem angenehm ist, weil einfach der Kniewinkel angenehmer wird auf dem Motorrad. Die sind tiefer, aber was der Vorteil von diesen Rasten ist, sie nehmen dir nicht noch mehr Schräglagenfreiheit. Also als ich jetzt gefahren bin, im Vergleich zu einer standardmäßigen R18 kann man etwas mehr Schräglage, bis man merkt, dass man an den Fußrasten aufsitzt. Ja. Das ist einfach, weil das Ganze wesentlich flacher konstruiert ist, wesentlich flacher gebaut ist. Ins Detail gegangen. Und du hast heute im Endeffekt nur Kreditkarte, Sonnenbrille, Helm, Handy dabei. Ich habe dann neidisch geguckt, da noch an Täschlein, und dort kann ich noch was reintun. Und er hat ja allein die Möglichkeit, irgendwie 4 Mobiltelefone mitzunehmen. Das finde ich sensationell. Die Frage ist allerdings, ob das ein Vorteil ist, wenn man das machen kann und eigentlich in einem Sommerurlaub unterwegs ist. Sommerurlaub und vielleicht dann die Kombination. Und Paul, da möchte ich dich gerne mal mit an meiner Seite haben. Ich kenne vieles von dem Motorrad, aber du kennst dich als, ich sag mal, Konstrukteur vieler Dinge ganz genau aus. 90 ist ja sowieso so ein bisschen auch das Modell, was ich sehr, sehr mag, weil es kompakt gehalten ist. Im Endeffekt sieht man Räder, Rahmen, Motor. Das war's. Und alles andere ist integriert. Und das ist vielleicht auch ganz oder nicht so einfach dann umzusetzen in dem Design wiederum, dass die Dinge, die man anbaut, wie Tankrucksack, Taschen, in dem Fall keine Koffer, da kommen wir aber gleich noch zu, dann wirklich designtechnisch so umzusetzen und den Anspruch gleichzeitig auch zu erfüllen. Erzähl mal was. Ganz genau. Also kompakt ist es gehalten. Ne? Wir können hinten anfangen. Wir haben einen anderen Kennzeichenträger hinten drauf montiert, damit das Ganze noch viel kompakter wird und einfach noch dezenter wirkt. Ne? Dezent sind auch Blinker, also Blinker in dem Fall und Bremslicht. Und da möchte ich aus eigener Erfahrung sagen, wir sind ja gerade in der Gruppe gefahren, so klein und doch so hell. Und das ist sehr angenehm, weil es ist vom Design her sensationell integriert und man nimmt es eigentlich nicht wahr, aber gleichzeitig von der Sicherheit her zu 100% gegeben. Ganz genau. TÜV-konform und trotzdem schön klein und dezent gehalten. Ja, Option 71990 haben wir hier. Genauso haben wir die Maske vorne montiert. Das ist unsere Lampenmaske Daytona mit einem kurzen Sport-Windschild drauf. Die Lampenmaske ist auch in dem gleichen Farbdesign lackiert, wie die Option 719 das bietet. Ja, wie du sagst, außerdem haben wir die Lenkererhöhung immer mit dabei. Ja, ist angenehm, ist einfach angenehm. Das macht das Handling einfach wesentlich angenehmer. Ja, und auch so gerade dieses, wie wir jetzt miteinander gefahren sind, dieses etwas aufrechtere Sitzen, trotzdem den sportlichen Charakter halten, aber nicht ganz so weit nach vorne gebeugt. Ich meine, wer mich kennt, ich liebe Rennsport, ich lebe es, aber auf der Landstraße ist es eh nicht angemessen, dementsprechend zu rasen oder schnell unterwegs zu sein. Und da ist so eine Lenkererhöhung wirklich angenehm. Sitzbank habe ich auch als sehr positiv empfunden, weil es wie immer passt. Auch keine Standardsitzbank, sondern mit unserem Kern drin. Und hier in dem Fall mit einem schwarzen Bezug. Die Seitentaschen auch in schwarz gehalten, unsere Mammut-Seitentaschen. Finde ich total gut. Finde ich mega gut, dass es so in das Design reinpasst, so Kaffee Racer mäßig und nicht auffällt. Also das sieht aus wie ein cooler Rucksack oder Tasche, die man einfach mit anhängen kann. Ich glaube, es ist sogar relativ einfach, die auch abzunehmen. Genau. Also das Prinzip im 2 Schnellverschlüsse machst du ab, dann kannst du sie rausziehen. Außerdem ist noch so ein kleiner Gurt dabei, kannst du dir gleich umhängen, wenn wir ins Gasthaus gehen. Ja, ist rein. Von den kleinen, extrem gut aussehenden Taschen und wunderbar integrierten geht es zum integrierten Tankrucksack. Denn ich finde ihn genial, weil ich sagen muss, ich merke ihn nicht bei der Fahrt. Und ich habe trotzdem alles direkt am Mann und dabei und kann ihn eben öffnen, wenn ich irgendwo an der Tanke was bezahle oder so. Auch wieder eine super Variante für einen Tag oder 2 Tour.
Genau. Wir haben hier die kleine Variante montiert. Das ist unser Tankrucksack Elephant Tour. Hat aber die gleiche Halterung wie der große Tankrucksack. Ah, das heißt, ich kann sie zu Hause eigentlich umstecken. Ganz genau. Hier für unsere Tour ist der perfekt. Ja. Und wenn du länger unterwegs sein willst, machst du den großen drauf. Einwandfrei. Wir haben auch, und das fand ich jetzt total angenehm aus zwei Aspekten, weil ich es eigentlich sehr, sehr sportlich, aggressiv, individuell finde mit den Handschützern. Finde ich total cool, passt irgendwie zu dem Motorrad und der Art, wie man da drauf sitzt. Auf der anderen Seite das Windschild, was du gerade schon erwähnt hast, das ist für mich auf der Autobahn leicht zu spüren, dass ich also nicht komplett im Wind hänge, ohne jeglichen Schutz, aber ich merke es noch sehr positiv am Helm. Und da bin ich ganz ehrlich, wenn das dann so komplett gecuttet ist, mag ich es auch nicht so. Und die sportliche Variante gefällt mir super gut, wie du auch schon sagst, das ist halt auch sensationell ins Design eigentlich eingearbeitet. Es gibt eigentlich noch so viel mehr. Aber es gibt diese Liste, wie wir gerade auch schon gesagt haben, für euch eigentlich einfach unten in der Beschreibung. Könnt ihr mal draufklicken und euch mehr und mehr Details holen. Und genau ist das eigentlich dann das Thema. Details wollen wir uns noch weiter erfahren, oder? Wir fahren noch ein bisschen im Kreis. Definitiv. Wir haben noch eine Tour vor. Deswegen, Summer Vibes, genießt sie 2022 und schaltet einfach immer wieder ein beim Inside Wunderlich Kanal. Wir sehen uns. Das war es dann wieder mit einer Folge Inside Wunderlich. Und ja, wer mich bzw. uns ein bisschen beneidet, bei dieser Firma zu arbeiten, der hat leider absolut recht. Denn es gibt nicht nur die Badeschlappen, es gibt sowohl Badeschlappen, Sommerkappe und auch noch ein perfektes Handtuch in kleinem Format, um es mitzunehmen. In diesem Sinne, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, bevor ich mich jetzt auf das Motorrad wieder schwinge und zurückzufahren, euch viel Spaß zu wünschen bei eurer Sommertour 2022 und in diesem Sinne, vergesst nicht, viel Spaß zu haben. Bis dann. Und die Summer Vibes, die transportieren wir natürlich gerne für euch hier Richtung Grafschaft Wunderlich GmbH und ab Mitte Juni findet ihr hier eine Aktionsecke bei uns im Showroom. Da könnt ihr dann alles eigentlich euch anschauen, was ihr benötigt fürs Motorrad und andererseits natürlich auch für euch. Und da ganz, ganz wichtig, unten in der Beschreibung, da ist ein Link, den solltet ihr nutzen. Denn ab einem gewissen Bestellwert gibt es für euch Goodies dazu. Und zwar haben wir einmal den Trinkrucksack, wir haben Mikrofaserhandtücher, wir haben Cappies, wir haben auch natürlich die obligatorischen Badeschlappen. Somit seid ihr komplett ausgerüstet, könnt euch alles besorgen rund ums Motorrad und dem Summer Vibe. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder, klickt auf die Beschreibung und viel Spaß.